Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns die Anykit Inspektionskamera an. Das Modell heißt NTC 30L oder NTC 30D. Produziert wurde die Kamera in China und ja. Also zum Sagen gibt, dass die mir zur Verfügung gestellt wurde von Anykit selbst. Da bedanke ich mich. Vielen herzlichen Dank für das und danke, dass ich das machen darf. Und nun schauen wir es uns an. Natürlich wird wie alles immer komplett neutral objektiv bewertet werden, wie ihr es von mir kennt. Ich glaube, das sollte klar sein, dass ich neutral bewerte, absolut neutral bin und alles mit Fakten, Daten und Messwerten belege, so weit wie es geht. Deswegen schauen wir uns nun die Kamera an. Machen wir auf. Schauen wir, was drinnen ist. So, einmal die Kamera selbst. So ist sie verpackt. Da hat man einen Lightning-Anschluss und USB-C. Könnt es auch so als einen Adapter verwenden für euer Ladekabel, für irgendwas. Da hat man die Einstellung von der Helligkeit und jo. Die Kamera ist IP67 zertifiziert, also sehr 100% staubdicht und für Wasser geeignet für kurze Zeit. Oder schauen wir kurz noch, was drinnen ist. Safety Warnings und das User Manual, die Bedienungsanleitung. Schauen wir uns gleich an. Type-C, Magnet, Hook, Mirror. Das wird alles dabei sein. Wo ist der Rest? Da drinnen wahrscheinlich. Ja, da ist die Hook. Das ist der Magnet. Das ist der Spiegel. Verschiedene Aufsätze und mit dem Haken, um irgendwas zu packen. Tut man halt auf die Kamera vorne drauf, wie es ausschaut. Was gibt es noch Wichtiges zum Sagen? Beim Auspacken gerade 3 Meter lang, ungefähr habe ich gemessen, ist sogar ein bisschen länger. Wird alles aufs Handy aufgenommen, ich zeige euch die App. Ja, was man auch sieht, das wichtig ist, dass sie so bleibt und so verbogen wird, wie es bleibt. Das ist wichtig. Jetzt schauen wir uns auch die Aufnahmen an. Der werdet es jetzt vom Handy dann sehen. Starten wir mit dem Motorteil, was man gut anschauen kann. Wir sehen können, die Turbine sieht man super vom Turbo. Man sieht den Zustand. Ja, das passt alles. Man kann schauen, ob vielleicht Öl irgendwo da drin ist oder nicht. Man kann es auch mit den Fingern machen. Aber man sieht gleich, ob was verbogen ist, ob was weggebrochen ist, ob was defekt ist, ob was komisch ausschaut. Das sieht man alles super. Für das ist super geeignet. So, da habe ich die Zündspulen entfernt. Da sieht man die Zündkerzen. Und ja, die werden wir gleich entfernen. Und dann schauen wir in den Motorraum rein und schauen, wie er ausschaut. So, da fahre ich rein. Und man sollte erkennen, dass man oben jetzt den Kolben sieht. Und für das ist es auch geeignet. Da kann man auch die Helligkeit ändern. Ich habe es ein bisschen dunkel eingestellt, weil ich dachte, dass es reflektiert, aber dem ist leider nicht so. Ihr seht, ein bisschen Kohlenablagerung sieht man schon. Ablagerungen sind vorhanden auf jeden Fall, aber relativ wenig, finde ich persönlich, und schaut noch relativ gut aus. Eigentlich soll es ein Schmiedekolben sein. Ja, ich hoffe, dass das wirklich der Fall ist. Leider kann man nicht die Zylinderwände anschauen oder die Ventile selbst, weil man eben die Kamera nicht so biegen kann. Dafür ist das Loch zu schmal und dann kann man es halt eben nicht mehr nach oben biegen oder zur Seite. Weil sonst kommt man nicht rein. Das ist das größte Problem. Also das ist kein Problem, das ist einfach nicht möglich. Man muss mehr Geld investieren, um eben den Motorraum wirklich gut anschauen zu können.
also mehr zu investieren, um den Motorraum anzuschauen. Wem das wichtig ist, das ist vom Autokauf sehr wichtig. Man kann sehr viel herausfinden und über den Zustand des Motors auch sehen. Wenn man dann die Zylinderwände begutachten kann und vielleicht auch einen Blick auf die Ventile werfen kann. Da habe ich versucht, die Zylinder mit dem Spiegel anzuschauen. Geht leider nicht. Leider hat man immer so ein paar Flecken oben und ja, es geht aber nicht. Da hat man kurz ein Ventil gesehen oder ein Ventil. Und ja, wie ihr sehen könnt, ja, sieht man die Zylinderwand, aber das funktioniert nicht. Man muss weiter weg sein und ohne Spiegel. Der Spiegel verschlechtert das Bild. Was man super schauen kann, ob die Belege noch gut sind oder nicht, das sieht man meistens gut. Ich habe jetzt keinen Schlauch aufgenommen und andere Sachen, man kann zum Beispiel gut die Stoßdämpfer begutachten, wenn man schlecht zu ihnen hinkommt, kann man den Zustand beobachten, ob sie rostig sein, ob sie undicht sein, ob die Feder gebrochen ist. Das sieht man mit der super, weil vielleicht kommt man nicht hin mit dem Auge, mit dem Licht, mit verschiedenen Sachen, biegt man einfach ein bisschen und dann kommt man überall hin. Wie ihr sehen könnt, schaue ich mir da den Stoßdämpfer an. Ja, passt alles. Gibt es nichts zu bemängeln. Äußerer Schmutz, das ist nichts Schlimmes. Aber man kann auch sehr viele Sachen schauen. Schläuche, wenn was undicht sein soll, Wasserleitungen und so weiter und so fort. Auch für den Hausgebrauch, wie ihr sehen könnt, das ist unten das Klo. Da kann man reinschauen, sollte kein Wasser rauskommen beim Spülen. Dann einfach reinschauen, vielleicht ist irgendwo dreckig verstopft, da ist die Hauptleitung, da kommt das ganze Wasser dann aus. Ja, das kann man machen, auch direkt in den Abfluss reinschauen. Das überlebt die Kamera, habe ich getestet für 5 Minuten, kein Problem. IP67, das muss passen. Dann natürlich für den Hausgebrauch, da schaue ich unterm Schrank ein, wo ich nie im Leben hinkommen würde. Mit dem bloßen Auge oder mit anderen Sachen kann ich schauen, zum Beispiel, wo geht die Wasserleitung hin. Das sollte man wissen. Aber wo ist es undicht? Sieht man zum Beispiel, da passt alles. Sieht man, wo Wasser tröpfeln, man muss natürlich auch das Wasser anmachen. Aber dann natürlich schauen, ob es was gibt oder eben nicht. Da oben warm, Kaltwasserzufuhr, rinnt da was, tröpfelt da was, wenn man es anschaltet. Und dann kann man die Undichtigkeit relativ schnell feststellen und das ist was Gutes, auch für daheim. Also man sieht mehr als genug, natürlich nicht super scharf, es ist ein HD-Bild und man kommt relativ nah hin, das ist ganz normal, dass es nicht ganz scharf ist, ist ja wichtig, nicht um schöne Videos aufzunehmen, sondern um praktisch einsetzbar zu sein. Und ich finde, für das reicht die Qualität aus, für das Geld, was man ausgibt. Ja, ich finde es eigentlich echt okay. Ich werde natürlich auch andere Kameras testen und dann vergleichen, ob die was mehr bringen für das Geld oder so. Aber eben, wie schon gesagt, bin relativ zufrieden mit der. Da schauen wir uns Albtraum an, Abfluss vom Waschbecken. Keine Ahnung, wieso das so ausschaut, ganz ehrlich. Ich muss auf jeden Fall einen Rohrreiniger kaufen und das alles runterspülen. Das schaut katastrophal aus. Das sieht man, aber man sieht, dass nichts verstopft ist. Natürlich sieht man auch, das merkt man, wenn keine Verstopfung vorhanden ist, dann kann auch nichts da sein. Aber sehr, 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 sehr dreckig. So, kommen wir zum Fazit. Die Anykit NTC 30L kostet 40 Euro, hat eine Länge von 3 Meter, was ich absolut ausreichend finde, das passt super. Bildqualität 1280 x 720, also normal HD, ist ausreichend, ist nichts Besonderes, kann man sich auch nicht erwarten, weil das ist das ist nicht um was schön aufzunehmen, sondern um was zu begutachten, für das reicht es vollkommen. Gut für Anbauteile, Stoßdämpfer, Kabel, Schläuche, Behälter, Bremsen. Jetzt für den Autobereich, daheim halt egal was man macht, kann man auch ziemlich viel schauen. Abflussrohr, bisschen habt die einen Schläuche da anschauen, dann ins Waschbecken rein, einfach wo enge Räume oder zum Beispiel wenn man ein Loch in die Wand baut, kann man, normalerweise ist das Loch ein bisschen größer, kann man das auch verbiegen und dann manuell halt schauen. Dann ist sehr praktisch, dass man eben die Aufsätze hat, einmal den Spiegel, den Magneten und den Hakenaufsatz. Und das finde ich super, dass die dabei sind. Besonders der Magnet ist wirklich praktisch, wenn da was fliegt. Im Motorraum passiert regelmäßig, dass irgendwas, ein Teil oder Schrauben
verloren geht und dann kann man sie halt schön aufheben mit dem Magneten und mit dem Licht gleichzeitig. Und ja, das finde ich sehr praktisch. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Kamera, auf jeden Fall für 40 Euro kann man das machen. Natürlich, so wie bereits gesagt, nicht geeignet für die Motorinspektion, um Zylinderbänder und Ventile anzuschauen. Ich bedanke mich nochmal herzlichst bei Anykit fürs zur Verfügung stellen der Kamera, überhaupt, dass sie mir angeschrieben haben. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Zuschauer, der schaut, kommentiert, Daumen nach oben gibt und was teilt. Vielen lieben Dank an euch. Anykit ist unten verlinkt, die Produkte sind unten verlinkt. Wenn es was über den Link kauft, unterstützt es meinen Kanal. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Servus, danke und ciao.